Montagabend, ihr sitzt ganz gespannt mit eurer Liebsten vor dem Fernseher, denn die neue und finale Episode von Game of Thrones ist da. Doch dann Enttäuschung und die Episode ist einfach nur zum Einschlafen. Aber es gibt Abhilfe, Raid Shadow Legends. Vergiss alles, was du über mobile Spiele kennst. Einer der erfolgreichsten RPG-Projekte des Jahres 2019 ist veröffentlicht und es wird alles verändern. Ich stelle es euch vor, Raid Shadow Legends, die spannendste Erfahrung auf deinem Smartphone. Die Grafik ist so gut, ihr könnt das sogar mit PC oder Konsole vergleichen. Und das Beste, das Ganze ist natürlich kostenlos zum Download. Spannende Geschichten, fantastische 3D-Grafik, riesige Kämpfe mit Bosse, PvP und vieles, vieles mehr. Raid entwickelt sich wirklich sehr, sehr schnell, also ladet euch jetzt Raid herunter mit dem Link in der Beschreibung und bekommt sofort 50.000 Silbergeld und einen kostenlosen Champion gratis dazu. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe Mary mal wieder vor der Kamera dabei. Aus gegebenem Anlass. Heute geht es in dem Video um Kühlflüssigkeiten bzw. Wasserzusätze. Wie gesagt, aus gegebenem Anlass. Was hast du uns mitgebracht? Warum machen wir das Video überhaupt? Ja, ich habe meinen PC mal sauber gemacht, so wie es sich ja gehört. Größte Lüge. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass meine Tubes einfach mega komisch aussahen. Ich dachte, okay, ist vielleicht Staub, habe ich sie abgewischt. Sieht immer noch genau gleich aus. Habe sie mir von innen angeschaut und ja, man sieht, dass sie hier so leicht gelblich sind. Ist ja einfach von innen. Auch ja, meine Pumpe genauso. Sieht man hier auch, wo dann bis wohin das Wasser ging. Hat sich auch Ablagerung gebildet. Ja, hier auch. Schön im ganzen X, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber es ist halt wirklich komplett voll. Das ist nicht sehr lecker. Ja. Ja, wir hatten damals bei ihrem PC das XSPC White verwendet mit einem XSPC Konzentrat. Ähnlich dem hier, also nicht das gelbe logischerweise, sondern ich glaube, das war das lilane und haben dann eben so die pinke Flüssigkeit da generiert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum das so, es sieht wirklich so irgendwie so braun aus. Also das habe ich auch so noch nicht gesehen. Und deswegen dachte ich, wir reden im heutigen Video mal so ein bisschen über das Thema Wasserzusätze. Ich schwöre eigentlich mittlerweile so ein bisschen auf das EK Solid, also wie das hier. Das habe ich ja auch in meinem eigenen PC. Eben zusammen mit diesem Konzentrat. Und nachdem sie mir das gesagt hat und wir uns das angeschaut haben, habe ich auch meinen PC angeschaut. Den schauen wir uns auch gleich zusammen nochmal an. Habe gesehen, ich habe quasi ähnliche Probleme. Also meine Tubes sehen auch ein bisschen komisch aus. Ich habe garantiert auch Ablagerungen in den Kühlern selber. Schauen wir uns aber danach erstmal an. Wir machen jetzt erstmal hier sauber, weil du hast auch gesagt, du hast Ablagerungen in den Kühler gefunden. Ja. Hier sieht es wirklich nicht lecker aus. Also das ist wirklich schon braun. Ja, mal abgesehen von dem Braun, was man hier sieht, sieht man auch also hier ist ja die Jetplate, also die den Durchfluss so ein bisschen beschleunigen soll und verteilen soll. Da das ist drin auch schon festgesetzt. Genau, da sieht man so ein wirkliches Stückchen drin. Also das müssen wir auf jeden Fall mal aufmachen und müssen die Stückchen rausholen. Da ist auch die Frage beim Monoblock. Kann das vielleicht sogar noch kritischer sein, weil ich glaube, der Monoblock hat noch kleinere Finnen als der GPU-Kühler. Das sieht man aber leider nicht, weil der beim Monoblock diese Verteilerplatte drin ist, dieses Acrylteil. Das heißt, wir können die Struktur drunter gar nicht sehen. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall auch aufmachen, bevor wir das Ganze neu machen. Und ja, also wir haben gerade eben schon mal bei so einer Tube versucht, ob man das irgendwie rauswaschen kann oder sowas. Ja, aber keine Chance. Das heißt, wir müssen auch am Ende die kompletten Tubes neu machen. Bleibt eigentlich kein anderer Weg. Auch hier, das ist nicht mehr sauber zu bekommen. Und leider gibt es den auch nicht mehr. Also das war, ich glaube, Primo Chill oder sowas, den letzten AGB in der Form, den ich irgendwo gefunden hatte. Den gibt es auch nicht mehr. Das heißt, wir werden das komplett ändern müssen und werden dann einen EK-Ausgleichsbehälter, eine EK-Pumpe nehmen. Also wahrscheinlich verwenden wir die E-Pumpe weiter, da müssen wir einfach mal aufmachen, aber ich glaube, DDC ist ja relativ, beziehungsweise D5 ist ja relativ robust. Ich glaube nicht, dass die wirklich Probleme hat, aber wir müssen die umbauen auf einen anderen Aufsatz, Ausgleichsbehälter, je nachdem, was wir dann ins Gehäuse reinbekommen, müssen wir mal schauen. Aber jetzt machen wir erstmal die Kühler auf und machen mal die Kühler sauber. Den Monoblock habe ich jetzt geöffnet und jetzt nehmen wir mal die Verteilerplatte weg und gucken uns mal an, wie es da unten ausschaut.
Ja, hier kann man schon ganz eindeutig sehen, dass hier auch schon ein paar Stückchen zu sehen sind. Auch hier auf den Finnen sieht man schon ein paar Stückchen. Und auch, wenn ich euch das mal näher zeige, kann man hier schön deutlich in der Mitte sehen, dass da alles dicht ist. Und ja, kein Wunder, dass meine Temperaturen in letzter Zeit echt beschissen waren. Das müssen wir jetzt alles gleich mal sauber machen. Ja, wenn ich das hier so löse, also es löst sich wirklich schwer und es klebt. Also ich will nicht wissen genau, was es ist. Da kommt wirklich gar nichts mehr durch. Nachdem ich es jetzt grob vorgesäubert habe, werde ich jetzt mit einer Zahnbürste und ein bisschen Waschbenzin mal die Kühlfinnen ein bisschen säubern. Mal schauen, was sich da noch so löst. Oh, lecker! Beim Spannungsrunterkühlerteil haben wir, soweit ich sehen kann, keine Probleme. Da ist aber auch keine Struktur, wo irgendwas hängen bleiben könnte. Dann schauen wir uns dieses Teil mal noch schnell an. Also da quasi die Verteilerplatte, wo es oben reinläuft, dann innen wird es verteilt und geht dann durch diese Jetplate raus. Okay. Also hier sieht man wirklich, das sind krass dicke Rückstände, was da drauf ist. Ich weiß nicht ganz genau. Es hat schon ein bisschen so die Konsistenz von Wärmeleitpaste. Und das gehört da auf jeden Fall nicht rein. Ich bin mir nicht sicher, ob man das in der Kamera überhaupt sehen kann. Aber hier ist doch was drauf, und so wie so eine Kleberschicht. Also das ist schon ganz komisch. Ich weiß nicht, was das ist, aber das fühlt sich wirklich auch so wirklich klebrig an und lässt sich auch kaum entfernen. Also wenn ich so ein bisschen mit dem Fingernagel drüber gehe, geht's ab, aber irgendwas ist hier definitiv auch schief gelaufen. Monoblock ist jetzt soweit erstmal fertig gesäubert und als nächstes schauen wir uns mal die Grafikkarte an. Bei der Grafikkarte ist es auf jeden Fall nicht ganz so schlimm wie beim Monoblock, aber man sieht ja auch ein paar Rückstände, die wir jetzt noch entfernen werden. Und auch hier an der Seite, die sind sehr fest. Die werden wir auch noch entfernen und dann wieder zusammenschrauben.
Kommen wir jetzt zur Pumpe. Bei der Pumpe ist es wie gesagt so, dass wir da wahrscheinlich nicht allzu viel retten können, weil wir einfach kein Ersatzteil für den Aufsatz haben. Das Problem ist, also ich habe es mir vorher schon mal angeschaut, man kriegt das hier, also ihr seht es, selbst wenn ich hier dran reibe, kratze, kriegt man dieses braune Zeug einfach nicht wirklich ab. Das heißt, den müssen wir leider komplett tauschen. Das Schöne ist, also der Aufsatz kostet ja nicht die Welt, deswegen ist es erstmal nicht so tragisch. Viel wichtiger ist einfach, dass die Pumpe ganz ist. Meine D5 ist dann schon verglichen mit dem Ausgleichsbehälter ein bisschen teurer. Ja, die saß ein bisschen fest. Man sieht auch in der Pumpe ist tatsächlich ein bisschen von dem Schmodder drin. Man kann bei der D5 ja glücklicherweise diesen Rotor rausnehmen. Es geht, es ist echt okay, ist gar nicht so schlimm. Bisschen komisches Zeugs haben wir hier dran, das wirklich aussieht wie Shisha-Tabak. Und ja, machen wir das mal kurz sauber. Wir wechseln jetzt auf ein Teil von Aquacomputer und zwar das Ultitop D5, also ein Deckel für die D5. Hier unten sind so Schwingungsdämpfer drauf, wo wir die D5 dann stehend im Gehäuse montieren können und die Schwingungsdämpfer nehmen dann schön die Vibration der Pumpe auf. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Montage ist natürlich sehr, sehr einfach. Einfach hier den Dichtungsring einlegen und dann können wir die Pumpe anschrauben mit dem Gewindering, der dabei liegt. Noch ein bisschen ausrichten, dass die Kabel nach unten zeigen. Das ist fürs Verlegen später einfacher. Wir werden jetzt alles wieder einbauen. Wir haben allerdings ein kleines bzw. auch großes Problem. Ich habe das Bundle hier vorgetestet. Das ist ja das Gaming M5 von MSI, beziehungsweise war, weil das Board startet nicht mehr. Ich kann nicht genau sagen, warum. Vor dem Ausbau hat noch alles funktioniert. Jetzt ist es allerdings so, wenn ich versuche das anzuschalten, dann kommt nur noch 00 auf der Debug-Code-LED. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe auch gecheckt, also mit verschiedenen RAM-Modulen, BIOS-Reset, gecheckt, ob die Pins im Sockel in Ordnung sind und so weiter. Passt alles. Leider mag das nicht mehr. Es ist natürlich kacke, aber ist nicht so schlimm, also ist natürlich nicht toll. Aber wir haben zum Glück noch ein anderes X299 Board, also das Aorus Master, das ich ja vor längerer Zeit mal getestet habe. Blöde ist natürlich, dass wir dafür keinen Monoblock haben. Das Gute ist dabei wieder, dass beim Aorus Master das nicht so wirklich notwendig ist, weil ja die Kühlung so schon sehr, sehr gut ist, weil wir vernünftige Kühloberfläche haben. Ist natürlich trotzdem nicht so gut wie eine Wasserkühlung, aber deswegen werden wir jetzt eben notgedrungen auf das Aorus Master wechseln.
Wie ihr sehen könnt, sind wir mit Marys PC fertig. Ist wirklich extrem schön geworden, das Teil. Diesmal lila statt pink. Aktuell läuft allerdings nur ein Lüfter vom 240er Radiator, der vorne sitzt. Die anderen sind noch nicht angeschlossen, weil wir vergessen haben, beziehungsweise du hast vergessen, die Lüftersteuerung mitzubringen. Deswegen müssen wir das noch nachholen. Aber ansonsten ist dieses Teil erstmal fertig. Wir machen jetzt auch weiter mit Romans PC. Wie man sieht, sind vorne in den Tubes ein paar Ablagerungen und auch genauso im Monoblock. Und dazu werden wir jetzt mal das Wasser ablassen und dann werden wir mal den sauber machen. Genau. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Flüssigkeit jetzt abgelassen, zumindest zum größten Teil, um einfach mal das grobe Bild zu inspizieren. Und ja, es sieht nicht so gut aus. Also wir haben überall in den kompletten Tubes so weiße Ablagerungen. Das seht ihr auch komplett im Monoblock. Da ist es eigentlich am krassesten und auch im Ausgleichsbehälter. Auch hier ist die Scheibe, die eigentlich mal durchsichtig war, wirklich komplett milchig geworden. Das Ding ist, im Gegensatz zu Marys PC ist bei meinem die Kühlleistung eigentlich noch gut und der Durchfluss ist auch gut, da hat sich nichts verändert. Also wenn ich jetzt auch hier reinschaue, ihr seht es relativ schwer, im Monoblock ist eigentlich die Struktur bei mir nicht zu. Also ich glaube, diese feinen weißen Partikel ist ein bisschen was anderes als dieses braune, komische Zeug, was wir bei Mary gesehen haben. Deswegen mache ich mir bei mir in der Hinsicht jetzt erstmal nicht Gedanken, ist aber optisch trotzdem wirklich nicht schön anzusehen. Das heißt, wir müssten eigentlich kompletten Monoblock öffnen, sauber machen, Tubes wahrscheinlich auch komplett neu machen, weil die Tubes sauber zu kriegen ist wahrscheinlich wie bei Mary absolut unmöglich. Ausgleichsbehälter ist wirklich mega ärgerlich, weil den kann man einfach nicht aufmachen, der ist ja verklebt. Da muss ich mir mal was überlegen. Den nochmal neu zu machen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Lust drauf. Also das ist, es ärgert mich wirklich. Und bei der Pumpe sieht es eigentlich gut aus, nur die Tube zu der Pumpe ist auch nicht so schön. Wir werden jetzt nochmal das EK Cryofuel Solid einfüllen und zwar diesmal ohne XSPC-Konzentrat. Damals, als wir den PC gebaut haben, haben wir das mit XSPC-Konzentrat noch ein bisschen verändert farblich. Die Frage ist, woran das liegt, dass es so aussieht, ob das am EK-Liquid liegt oder vielleicht, was wahrscheinlicher ist, in Kombination eben mit dem XSPC-Konzentrat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die zwei sich vielleicht einfach nicht vertragen. Das werden wir jetzt nochmal ausprobieren. Also ich packe das wieder rein und dann schauen wir uns das so in 2-3 Monaten nochmal an, wie sich das dann ausgewirkt hat und ob es dann vielleicht gegebenenfalls doch noch schlimmer geworden ist. Damit verabschiede ich mich auch von diesem Video. Packt mir bitte mal unter dieses Video in die Kommentare, falls ihr auch Probleme hattet und wenn ja, mit welchen Kombinationen von Kühlflüssigkeiten ihr Probleme hattet, als ob das dann wie hier eine fertige Kühlflüssigkeit war oder ob ihr selbst was angemischt habt, selbst kombiniert habt vielleicht sogar. Schreibt mir das mal bitte unten drunter und am besten auch mit welchen Kühlkomponenten. Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, gerade was für Radiatoren zum Beispiel verwendet wurden, was für Materialien kombiniert wurden, ist wirklich sehr wichtig. Dann schaue ich mir das gerne mal an und überlege mal, ob wir in der Zukunft da vielleicht mal ein paar Tests in der Richtung machen können. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.